Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget und ich freue mich wirklich sehr auf das heutige Video. Ich bin sehr gespannt, denn es gibt riesengroße Neuigkeiten. Der allererste Spieler weltweit, ja, hat den letzten Dungeon in Shakes and Fidget besiegt. Lasst euch das erstmal auf der Zunge zergehen. Das ist heftig. Ich habe leider erst 2 Tage oder so danach das mitgekriegt. Und habe das dann live im Stream dann gesagt bekommen und habe dann gleich die Dorzer Army losgeschickt. Mensch, setzt sich irgendjemand mit Nachteule in Verbindung? Bitte, ich brauche Hilfe, ich brauche dieses Video, ich brauche diesen Kampf, ja. Und ich hatte bisher noch nirgendwo gesehen, dass der Kampf irgendwo öffentlich ist. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr exklusiv das hier gerade ist. Aber wir schauen uns heute live im Video alle gemeinsam zum ersten Mal den letzten Gegner in der Monstergrotte an. Den allerletzten Gegner. Und auch den Gegner davor, also den 9. und den 10. Ja, für die Leute, die es nicht wissen oder keine Ahnung haben vielleicht von den Dungeons im ganz späten Late Game. Das ist der Dungeon hier, ja. Da waren viele Leute bisher dran, sind aber nicht weitergekommen, beziehungsweise haben es nicht geschafft. Die Monstergrotte, 28. Dungeon, kommt man erst rein oder schaltet man erst frei, wenn man Stufe 600 erreicht hat. Und ich bin hier momentan gerade bei 5 von 10. Und die Nachteule, erstmal herzlichen Glückwunsch an dich. Ganz, ganz liebe Grüße und richtig heftige Leistung, muss man mal so sagen. Und ich freue mich sehr, dass ich das mit euch teilen darf hier, dass wir uns gemeinsam die letzten beiden Kämpfe anschauen dürfen und die Wiederholungen von den Kämpfen uns wirklich genießen können heute mal. Deswegen, falls euch das gefällt, ja, lasst sehr gerne eine positive Bewertung auf dem Video da. Ich bin mega hyped und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange rum. Wir gehen direkt rein in Kampf Nummer 1. Und zwar ist das gegen die wütende Riesenechse, ja. Das ist der 9. von 10. Und wie gesagt, ich hatte bisher nur Screenshots irgendwo gesehen, noch keine Videos. Deswegen könnte sein, dass wir die Ersten sind, die das zeigen. Aber Nachteule, übrigens Stufe 707, spielt auf F11. Und ich würde mal sagen, let's go. Ne? Wir gehen mal rein in den ersten Kampf. Ja, und wir schauen uns das an. Der Bertram. Also erstmal, hier, der hat knapp 25 Milliarden Leben. Das ist auf jeden Fall schon einiges. Mal gucken, was der Marquardt macht. Der Marquardt hat nicht viel großartig gemacht. Und da müssen wir mal das erste Mal direkt stoppen. Denn es werden bestimmt einige fragen, warum hat die Kunigunde so viel Geschick? Das liegt daran, die Nachteule ist ein Magier. Ja? Und eigentlich sollte man davon ausgehen, dass als Magier man hier einen Intelligenztrank drin hat, einen Ausdauertrank und einen Flügeltrank, wie man das normalerweise hat. Aber wir hatten das ja schon beim letzten Gegner gehabt, als die Nachteule hier jemanden aus der Monstergrotte besiegt hatte. Es macht deutlich mehr Sinn, wenn man gegen Gegner kämpft, die nicht Magier sind, sondern gegen Kundschafter oder Krieger, dass man dort einen Geschicktrank ausrüstet, auch als Magier, denn in dem Dungeon macht hier hauptsächlich nicht der Marquardt und die Nachteule hier den Damage. Ihr seht das ja auch, hier der Intelligenzwert von Marquardt ist deutlich geringer als der Geschickwert von Kunigunde, obwohl Nachteule an sich Magier ist, sondern die Kunigunde ist hier die Haupt-Damage-Quelle von den Begleitern, da man dann einfach von einem mega Lucky Try ausgeht, dass die Kunigunde halt so häufig wie möglich ausweicht. Und da ist halt der Volatilitätsfaktor deutlich höher als beim Marquardt zum Beispiel, der halt eben nicht ausweichen kann oder so. Deswegen legt man hier den Hauptfokus auf die Kunigunde und deswegen rüstet man als Magier auch tatsächlich einen Geschicktrank, legt man an, anstatt von einem Intelligenztrank. Und wir werden mal gucken, was die Kunigunde hier rausgezaubert hat gegen Gegner 9 von 10 und wie oft sie hier ausgewichen ist. Ihr werdet auch sehen, dass wahrscheinlich Nachteule selbst zwar auch gut Intelligenz haben wird, aber nicht so viel, denke ich mal, an wie geschickt die Kunigunde hat. Ihr seht, was die hier an Damage raushaut. Das ist krass. 480.000 hat hier die Nachteule und
ja, mit dieser Taktik war es der Nachteule quasi möglich, hier den 9. von 10 Gegnern zu legen. Und ihr habt wirklich gesehen, ne, Marquardt als auch Nachteule an sich, die haben kaum Damage gemacht. Die Kunigunde hat hier wirklich einen rausgehauen. Und das ist eine sehr gute Taktik, muss man so sagen. Falls man jetzt nicht unendlich viele Tränke gestackt hat, kann man das ruhig mal machen. Vor allen Dingen gegen die letzten Gegner, wenn man die halt so schnell wie möglich down haben will, kann man sich mal einen Geschicktrank reinzwirbeln. Auch wenn man halt eben nicht das Hauptattribut Geschick teilt. Im Dungeon hier ist es dann doch eben von Vorteil. Ja, das auf jeden Fall der Try gegen den 9 von 10. Und hier haben wir jetzt 10 von 10. Berliner Szenemonster, ja, haben wir hier am Start. Wir spulen mal hier zurück und gucken uns den Try natürlich auch nochmal gegen ihn an. Hier natürlich nochmal dasselbe Spiel. Ihr seht hier die kranken Stat-Punkte von dem allerletzten Gegner, den allerletzten Dungeon-Gegner im ganzen Spiel. Der schwerste Dungeon-Boss im ganzen Spiel hat über 25 Milliarden Leben, 25,5, 460.000 Stärke, 550.000 Ausdauer und die Nebenattribute sind natürlich auch nicht von schlechten Eltern, muss man mal so sagen. Und ja, wir genießen den Kampf jetzt das erste Mal zusammen. Ich habe ihn mir auch noch nicht angeschaut und natürlich muss die Kunigunde hier auch wieder geregelt haben. Das ist ganz klar. Denn das Berliner Szenemonster ist ein Krieger und diesbezüglich, ja, die Kunigunde mit fast 600.000 Geschick ist natürlich hier absolut stark unterwegs, was den Schaden angeht. Ne, hält nicht viel aus, muss aber auch nicht, sie muss nur ausweichen und sie lässt das wirklich, sie lässt diesen letzten Endboss, den schwersten Boss im ganzen Spiel, lässt die Kunigunde wirklich so aussehen, als ob der keine Ahnung was für eine Chancen hat. Sah auf jeden Fall ja, schon fast zu einfach aus mit dieser Taktik. Ne? Wie gesagt, wir hatten das beim letzten Mal auch schon mal beleuchtet. Hier zeigt er nochmal ganz kurz das Achievement in seinem Sammelalbum, was er jetzt dadurch dann halt eben freigeschaltet hat. Aber das war die Echse. Ne? Warte mal, hier, so. Können wir nochmal ganz kurz rüber switchen. So, denn dadurch, dass er jetzt hier eben alle Bosse besiegt hat, ist halt eben auch jetzt hier der Riesenbändiger, die Monstergrotte in der Schattenwelt bezwingen, freigeschaltet. Auch nochmal sehr schön und natürlich an der Stelle nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die Nachteule. Ja, mit solchen Tricks wird halt hier auf jeden Fall gearbeitet, ne? Aber ja, ist definitiv die richtige Herangehensweise und ich bin natürlich auch sehr, sehr dankbar, dass ich diese beiden Kämpfe hier nochmal euch zeigen durfte. Und ja, das hier mit der Community teilen. Ich denke mal, war auf jeden Fall sehr spannend für viele von euch mal so zu sehen, wie der letzte Boss so aussieht. Ich hätte auch einfach nur den Screenshot zeigen können. Den hatte die Nachteule auch so öffentlich gemacht auf jeden Fall. Aber viel cooler ist natürlich, wenn wir davon nochmal das Replay haben. Deswegen vielen, vielen lieben Dank, dass wir das nochmal sehen durften. Ja, so sieht es bei mir momentan gerade aus hier. Wir kämpfen hier zum Beispiel gegen den Intelligenzgegner. Hier könnte ich das zum Beispiel, diesen Trick mit der Kunigunde, könnte ich hier zum Beispiel gar nicht realisieren, weil der Marshmallow Man halt ja, ein Magier ist und eben die Kunigunde nicht ausweichen kann. Deswegen kann ich davon von diesem Trick nicht profitieren. Aber eventuell, ja, weiß nicht, wenn ich mal irgendwann Bock habe, den wirklich auf Tryhard zu besiegen, zu legen, den Gegner, dann kann man das definitiv mal machen. Ich bin jetzt sowieso jetzt niemand, der jetzt so krank die Tränke stackt bis ins Unermessliche. Mein Intelligenztrank läuft in 2 Tagen aus. Der hält auch immer, also viel länger als ja, 10, 15. Also es ist selten, dass ich mal einen Trank hier auf dem Main habe, der über einen Monat geht. Deswegen kann man das echt gut machen, auf jeden Fall. Und ja, auf W50 sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich relativ rechtzeitig damit angefangen, Tränke günstig einzukaufen, als die noch, ja, weiß ich nicht, irgendwie 2 Millionen Gold oder so gekostet haben oder noch günstiger, weil die sind am Anfang relativ günstig zu erwerben und nachher kostet ja ein Trank im Laden hier 5 Millionen Gold. Deswegen kann man im Early Game relativ gut schon fürs Late Game bzw. mit Late Game kann man dann schon vorkaufen, dass man sich die dann ein bisschen, dass man sich
deckt damit und so kann man halt eben, ja, auf jeden Fall weniger Geld ausgeben, hat dann Tränke für eine sehr lange Zeit und muss dann später, dann, ja, irgendwann viel, viel später darauf zurückgreifen und hat sich dann für den Zeitraum ein bisschen Gold gespart. Ne? Also es gibt alle so eine kleinen Kniffe, Tipps und Tricks, ne, die man anwenden kann in diesem Spiel, die man dann halt erst so lernt, wenn man so mit den Basics erstmal durch ist von Shakes and Fidget und dann so eine kleinen Advanced-Taktiken, die kommen dann halt immer so peu à peu, dann früher oder später, wo man sich so denkt, ach Mensch, ja, das wusste ich noch gar nicht. Stimmt, hätte man ja auch so oder so machen können. Deswegen, ja, man lernt in diesem Spiel auf jeden Fall nie aus. Es kommt immer irgendwie was dazu, irgendwas Neues. Und ja, genau. Das gleiche halt eben auch mit diesen Tränke-Trick, sag ich mal, ne, dass man da halt eben, wird man ja sonst nie drauf kommen, als Magier, jetzt zum Beispiel hier einen Geschicktrank reinzusetzen. Aber der boostet halt eben auch die Begleiter und dadurch ist die Kunigunde halt eben deutlich im Vorteil. Ne? Ja, Freunde der Sonne. So sieht das Ganze aus. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal an Nachteule. Vielen lieben Dank, dass wir das hier zusammen begutachten durften. Grüße gehen raus an der Stelle. Und ja, jetzt wird es auf jeden Fall Zeit, demnächst irgendwann für den nächsten Dungeon, würde ich mal sagen. Ne? War ja dann doch relativ easy auf jeden Fall. Ich meine, ja, viele Leute hingen da jetzt relativ lange dran, muss man schon so sagen, aber Nachteule hat jetzt halt eben den ersten Stein ins Rollen gebracht mit diesem Dungeon und hat jetzt hier eben halt auch alle besiegt. Mal gucken, wann es bei uns soweit ist, wird definitiv noch ein bisschen dauern, ne? Aber ja, wenn wir nochmal auf den Server raufgehen wollen, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier F11 gespeichert habe. Nee, F11 hatte ich nicht gespeichert. Stimmt, das war ein Server, den ich leider nicht gespeichert hatte. Aber wir können hier mal ganz kurz in die IHOF gucken. Denn bei Endgegner Alpha, da spielt auch Nachteule. Und dann können wir uns hier nochmal kurz die Stats nochmal reinziehen. Ja, wenn wir uns ein bisschen hier durchklickern, dann da kommt die Nachteule. So, sollte gleich an der Reihe sein. Dann sehen wir die Nachteule hier nochmal in Action. Hier hat er jetzt natürlich wieder über 600k Intelligenz, ne? Und quasi diesen Tränketrick, den macht man halt eben nur, wenn man halt eben den Gegner besiegen möchte. Ne? Ja, da habt ihr nochmal kurz die Stats gesehen von der Nachteule und genau, so sieht das Ganze aus. Ansonsten war es das soweit von dem Video. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.